Heute sprechen wir einmal darüber, was du auf Etsy verkaufen solltest. Ich wünschte, ich könnte es dir einfach sagen, aber das kann ich so nicht. Ich kann dir aber sagen, dass es 2 verschiedene Möglichkeiten gibt, 2 verschiedene Arten von Produkten. Und da solltest du dich für eine Art entscheiden und dabei bleiben und die auch verkaufen. Ja, da gibt es einmal diese wirklichen handgemachten Produkte, ne? Die Dinge, die du herstellst und die du dann einmal verkaufst. Also sagen wir, du nähst gerne und du erstellst Babystrampler und Lätzchen oder vielleicht kleine Kissen oder was auch immer. Alles für Babys, alles rund um Babys. Fügst das deinem Etsy-Shop hinzu und verkaufst es. Perfekt, kannst du wahrscheinlich auch einen ziemlich guten Preis für nehmen. Die Leute werden das kaufen, weil es wahrscheinlich fürchterlich niedlich ist, was du da gerade gemacht hast. Und ja, sie werden dann natürlich auch Versandkosten bezahlen und Verpackung. Und ja, du hast den Nachteil, du musst dein Produkt nochmal erstellen. Das heißt, wenn du es verkaufst, gehst du an die Nähmaschine, erstellst dein Produkt, musst vorher natürlich die Materialien kaufen oder dir zumindest liefern lassen. Du musst das Ganze nähen in einem zeitlich passenden Rahmen. Das heißt, du kannst nicht erst ein paar Wochen warten, bis du es denn genäht hast, sondern musst das schon zeitnah machen. Und danach musst du es verpacken und versenden. Das alles muss ich natürlich auch noch für dich rechnen, nachdem die Etsy-Gebühren und die Steuern abgezogen sind. Also es muss sich unterm Strich noch rechnen. Kann wunderbar funktionieren, je nachdem, wie viele du verkaufst. Du kannst natürlich auch das Problem haben, dass du gerade jetzt, ich sag mal so vor Weihnachten, ne, auf einmal eine Bestellung oder jeden Tag 5 Bestellungen von kleinen Leseknochen reinbekommst und die musst du dann alle irgendwie bearbeiten und alle irgendwie erstellen und damit du sie verschicken kannst, weil die wollen natürlich alle vor Weihnachten ihre Leseknochen haben. Ne? Ähm, Könnte schwierig werden, ja, aber ist natürlich auch etwas sehr Schönes, weil ein handgemachtes Produkt und man macht jemanden doch sehr glücklich damit, ne, wenn man etwas liebevoll selbst erstellt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, du könntest das Ganze auch digital erstellen. Heißt, du machst einfach eine Anleitung von einem Leseknochen und diese Anleitung von dem Leseknochen, dem Babystrampler oder was auch immer du machst, verkaufst du digital. Heißt im Umkehrschluss, du kannst natürlich sehr viel weniger Geld dafür nehmen, aber du musst auch deine Zeit nur einmalig investieren. Das heißt, wenn du hingehst, die Anleitung erstellst, das Schnittmuster dabei legst, den Leuten das Ganze zum Herunterladen gibst, nachdem sie bezahlt haben, dann ist das Schöne, dass du nichts damit zu tun hast. Ne? Also die Leute laden sich das runter, sie drucken das aus und sie erstellen ihren Leseknochen oder ihren Strampler einfach selber. Eigentlich sehr praktisch. Und das Schöne ist, du hast nichts mehr damit zu tun. Und du kannst das Ganze für immer und ewig verkaufen, ohne dass es dein Eingreifen bedeutet. Heißt, wenn das Ganze vor Weihnachten 50 Mal oder 100 Mal verkauft wird, musst du nicht zur Nähmaschine sprinten und nähen, was das Zeug hält. So kannst du dich einfach entspannt zurücklegen und jeden seinen Leseknochen selber erstellen lassen, was natürlich definitiv seine Vorteile hat. Dafür kannst du das Ganze natürlich für einen wesentlich geringeren Preis verkaufen oder musst es für einen wesentlich geringeren Preis verkaufen, weil ja dein Eingreifen nicht mehr erforderlich ist. Ne? Du lässt dir dann natürlich dein Wissen bezahlen, aber dein Eingreifen so ist erstmal nicht mehr erforderlich. Ja, das sind so die Vor- und Nachteile von richtigen Produkten und digitalen Produkten. Wir sollten aber im Kopf behalten, dass die Menschen, die richtig Geld verdienen, durchaus die sind, die mit digitalen Produkten Geld verdienen. Nämlich, wenn wir einmal auf Musiker schauen oder auf Schauspieler, dann ist das da genauso. Ne? Ein Film kommt in die Kinos, alle Leute rennen hin, finden den toll, gucken den, bezahlen bereits dort dafür und später kaufen sie sich denselben Film noch einmal auf iTunes und Co. und schauen ihn sich wieder an. In beiden Fällen haben sie Geld bezahlt. In beiden Fällen ist der Film sowohl heute als auch in 20 Jahren noch kaufbar. Und in beiden Fällen werden die Schauspieler auch wahrscheinlich in 20 Jahren noch daran Geld verdienen. Oder wenn nicht die Schauspieler, dann zumindest die großen Studios, ne, die diesen Film finanziert haben. Und die Schauspieler haben bereits vorab eine Menge Geld dafür bekommen. Wie auch immer der Deal aussieht am Ende, alle Seiten profitieren davon, weil ein Produkt erstellt wurde und das Ganze für immer verfügbar ist und beziehungsweise für immer verkauft werden kann. Wenn wir mal einmal so in die Geschichte zurückgucken und wir haben so heute Filme, ich sag mal aus den 50er Jahren, so mit Marilyn Monroe und Co. oder da weiß ich jetzt zufällig, dass die aus diesen Jahren sind.
die werden auch heute noch verkauft, ne? Oder Miss Marple oder sowas. Selbst Schwarz-Weiß-Streifen mit miserabler Audioqualität, ich meine jetzt gar nicht speziell Miss Marple, aber generell, werden auch heute noch verkauft. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil digitaler Produkte. Genauso funktioniert das mit Musik. Oftmals ist es ja so, wenn man sich an irgendein Lied erinnert, was man vielleicht mal in seiner Jugend gehört hat und denkt, ach ja, wäre eigentlich schön, das möchte ich auch gerne haben. Und dann sprintet man zu iTunes und kauft sich das Lied für 1 € oder ein bisschen mehr. Und die Künstler verdienen selbst daran noch lange, nachdem sie entweder schon tot sind oder lange nachdem sie in Rente sind. Daher, digitale Produkte scheinen sich wirklich zu lohnen, je nachdem, wie viele Menschen man erreicht. Aber auch für dich kann sich das lohnen. Aber letztlich ist es ja so, einmal erstellt, kann es für immer bei Etsy drin bleiben und kostet dich alle 4 Monate 20 Cent. Und in den 4 Monaten solltest du es ja wahrscheinlich einmal verkauft haben. In diesem Sinne, überleg dir ganz genau, ob du wirklich richtige Produkte erstellen möchtest oder ob du lieber Anleitungen zu den richtigen Produkten erstellen möchtest. In beiden Fällen, go for it. Mit jeder Phase deines Herzens widme dich deinem Etsy-Shop und dann ist das Ganze natürlich auch auf Erfolg gebaut.